Heute werden, wie eingangs erwähnt, gleich 3 verschiedene Produktionen von Orffs international erfolgreichsten Bühnenwerken vorgestellt. Eben Carmina Burana, in dem Fall Granada 2014, Die Kluge in Chicago 2014 und Der Mond aus Chemnitz 2014. Und das alles natürlich mit dem Hintergrund der Hoffnung, dass bei den Theatermachern doch ein Interesse geweckt werden könnte an den so vielschichtigen Musik- und Theaterwelten von Carl Orff. Hier waren wir uns eigentlich relativ einig, dass wir ein familientaugliches Stück im besten Sinne auch sehen wollten. Da war gar nicht so viel Diskussion zu erwarten. Nun ist Der Mond natürlich wie jedes gute Musiktheaterstück eines, das man verschiedentlich erzählen kann, ganz klar. Von seiner märchenhaften, sehr reduzierten Erzählweise, die viele Assoziationen mitschwingen lässt, aber eben auch diejenige, tatsächlich ein Märchen daraus zu machen. Ein Märchen im Märchensinne, es daraufhin zu befragen. Jede Musiktheaterinszenierung ist ja, jede Theaterinszenierung ist immer wieder eine neue Fragestellung, immer wieder ein zur Diskussion stellen, das wissen Sie sicherlich. Ich habe mich entschlossen, die Kluge zu spielen, or the clever one, as we called it in English. Was ich immer schätze bei Orff ist der Umgang mit den Worten und der rhythmische Umgang. Es ging mehr um die Imagination auch des Publikums zu sagen, nicht? Ich muss was dazu bringen, nicht nur zuschauen. Zu der Inszenierung selber, wir haben das in einem kleinen Haus gemacht, neben unserem Haupthaus, ein altes Theater, auch eine einfache, intime Inszenierung. Es hat mich irgendwie inspiriert, dass Carl Orff schon als 5-Jähriger, habe ich gelesen, Puppenspiele inszeniert hat und aufgeführt hat. Wir haben ein Format, was wir anpassen können. Wir können mit verschiedenen Orchestern arbeiten, mit verschiedenen Orchestergrößen. Hacíamos pasar miedo al público también. Die Idee war, die Leute hatten Angst. Hacíamos segregarles la adrenalina que tienen dentro. Ihr Adrenalin ging hoch. Es algo así como. Ui, es ist etwas so. Es ist ihm gelungen, ein Totaltheater zu entwickeln. Es que tiene volúmenes muy fuertes y también silencios. Ja. Was ich so liebe an Orff ist, dass er natürlich mit einer unglaublichen Kraft und Rhythmik reingeht, aber dann gleichzeitig diese Stille auch ist und dieses feine, zarte Piano. Claro. Para mí la música de Carl Orff Für mich ist die Musik von Carl Orff una música que viene eine Musik, como Mónaco, como Múnich, wie München daherkommt. que viene del Mediterráneo, ¿no? Es kommt aus dem Mittelmeer. El aire que viene aquí sube por Trieste. Die Luft krabbelt in Triest hoch vom Mittelmeer. Sube para arriba, pasa por las montañas. Sie kommt über die Alpen. Vuelve a bajar y llega, und sie kommt wieder runter und dann kommt sie nach München. Entonces, este viento viene del Mediterráneo. Dieser Wind ist ein Mittelmeer. De Dionisios, das ist ein dionysischer Wind. Carl Orff selber schreibt aus dem Titelblatt seiner Partitur Atque imaginibus magicis, mit magischen Bildern. Ich glaube genau das, diese magischen Bilder, die wurden in dieser Inszenierung auf diese Art und Weise gefunden. Also da kann ich wirklich nur gratulieren. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Institution, dass es hilft, ganz einfach Orff bekannter zu machen, seine Werke ganz einfach auch Leuten wie mir vorzustellen und näher zu bringen. Und ich glaube, durch die Kommunikation wird es auch helfen, mehr seiner Werke zu spielen. Wir Dramaturgen, der ich in diesem Fall bin, sind immer dankbar, wenn wir gut recherchieren können, wenn wir nicht nur oberflächliche Informationen, die weitergetragen werden, die auch Fehler weitertragen haben, sondern wenn wir natürlich mal die Fachleute anrufen können oder hierher kommen könnten zum Recherchieren, zum Fragen, wenn es um Werkauslegung geht und dergleichen. Tiene que existir, si no sería un grave error que no estuviera. Das ist natürlich die Pflege der Erinnerung an ihn. Das braucht man selbstverständlich. Also das wäre ein großer Fehler, wenn es das nicht gäbe. Es como un péndulo, ¿no? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Pendel. Er wird zurückkehren. Ahora parece que solo queda Carmina Burana, pero no. Ya verás que volverá. Zurzeit sieht es nur so aus, als gäbe es nur Carmina Burana, aber er wird wiederkommen. Volverá muy pronto. Volverá. Ziemlich bald.